Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero 4, Mask of the Lunar Eclipse. Gegen alte Bücher gestapelt. Sieht so aus, als ob sie jemand für Dokumente genutzt hat. Ja, wir machen gleich hier weiter. Oh. Puppe. Ich verstehe nicht, warum ich die... falsch. Ich verstehe nicht, warum diese Puppe nicht knipsen kann. Naja. Das sind Teile von medizinischen Reporten auf dem Tisch. Alte Bücher liegen jedenfalls hier. Direkt vor dem Tisch hängen dekorative Masken. Jede mit einem anderen Gesichtsausdruck. Glaube ich. Okay, hier geht's raus. Lass mich mal gucken. Ah, perfekt. Ich glaube, das hier wird die letzte Folge, die ich heute aufnehme. 3 Folgen Project Zero. Ja, das geht. Es sei denn, ich werde jetzt megamäßig geschockt oder so. Na gut, ich werde die Aufnahme jetzt nicht abbrechen. Oh, wie es hier aussieht. Was war das? Ich gucke später an die Tür. Jetzt gehen wir nach unten. Ich glaube, dieser Heiberer oder wie der heißt, ist auch mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren. Okay, hier liegt nur Müll. Guck ihn an. Assistent auf der anderen Seite. Liegt was. Das will ich haben. Waxing Moon Karte. Zunehmender Mondkarte. Ah, zunehmender Mond und abnehmender Mond. Memo. 438951. Das schreibe ich mir mal auf. Ja, ich weiß, ich kann es hier jederzeit in den Notizen nachgucken, aber ich habe da jetzt keine Lust, hier dauerhaft Notizen durchzublättern. Schreib 4, 3, 8, 9, 5, 1 und drunter habe ich so ein Gekrake. Wahrscheinlich gehört die anderen Zahlen rein. Ich zerbreche mir später darüber den Kopf, das will ich jetzt nicht. Ich nehme an, das werde ich irgendwo noch brauchen. Das ist eine Serie von... keine Ahnung, was da jetzt steht. Das kann ich echt nicht übersetzen. Ich bin gerade zu blöd. Die Magie des Vollmondes. Die Seiten eines Squares. Keine Ahnung. Was fehlt denn da? Moment, 1. Eine 2 fehlt. 3, 4, 5. Eine 6 fehlt. Eine 7 fehlt. 2, 6, 7, okay. 2, 6, 7. Wenn ich irgendwo... Moment, was war das gerade? Ah. Da kann ich nichts eingeben. Wenn ich irgendwo ein Zahlenschloss oder so finde, gebe ich 2, 6, 7 ein. So, und jetzt gehe ich da in die Tür rechts rein, weil da war ich, glaube ich, noch nicht drin. Da. Director's Office. Lass mich ein.
hast du mich gerade erschrocken, Dr. Crossing? Ja. Aber der tut mir nix. Wo bist du denn hin? Durch die Wand? Oder war was? Bist du durch die Wand gegangen? Hast du es geöffnet? Ein kalter Luftzug. Von da hinten. Okay, wahrscheinlich komme ich da irgendwie durch. Bücher. Oh. Mir das Buch. Oh, musst du mich so erschrecken, du scheiß Hand. Ich finde es irgendwie unfair, dass da zuerst Sachen liegen. Und wenn man dann hingreifen will und die Hand packt ein, dass das Ding weg ist dann. Da unten die Puppe. Da steht wieder so ein Kopf. Ich verstehe nicht, warum ist die Puppe nicht? Das ging noch mal, oder nicht? Ja, nimm's. Dr. Heibares Notizen. Meine Familie hat das Ritual beschützt und fortgesetzt. Als Hohepriester. Zur selben Zeit haben sie gegen das Lunar Eclipse-Syndrom als spirituelle Heiler gekämpft. Ich wiederum, ich beschütze die Lehren der Heilbarer Familie. Ich habe dieses Krankenhaus gebaut, um die Patienten mit Lunar Eclipse-Syndrom aus der medizinischen Perspektive aus zu behandeln. Zu heilen, hätte ich etwas gesagt. Ich glaube an meine Mission der Nachforschung des Lunar Eclipse und nutze eine Kombination aus traditionellen und medizinischen Methoden. Das kann ich leider nicht übersetzen. Die Inhabitates, Oddworld Inhabitates, was heißt denn das? In eine menschliche Seele mit ihren originalen Methoden. Wahrscheinlich werden die Seelen der Inselbewohner irgendwie umgewandelt. Eine dieser Methoden war die Kagura-Maske. Die Kagura-Tanz. Und da draußen hört man jetzt wieder einen Zug herumfahren, geil. Der Utsuwa, was Fessel bedeutet. Was heißt Fessel? Behälter? Ich glaube, es heißt Behälter, ich bin mir nicht sicher. Trägt eine Maske und hört intensiv der Musik zu und verliert sich darin. Die Kanade-Maske reguliert den Rhythmus und den Beat vom Tanz. So Lautstärke also, oder Tanzrhythmus. Wenn man die Maske trägt, werden verschiedene Teile des menschlichen Gehirns stimuliert. Das ist wirklich interessant. Die Möglichkeit, dass die Maske die Kraft über das Gehirn hat, muss erforscht werden. Die Tür zu diesem unberührten Areal ist nun geöffnet. Es war einst das ultimative Ende des Rogetsu-Kagura-Tanzes. Nein, es war die Zeremonie der Passage. Verbindung? Zeremonie der Bindung? Die Zeremonie.
Zeremonie ist ein potenzieller Weg, um die Abgründe der Gedanken zu betreten. Aber es verursacht ein Desaster. Die Zeremonie wurde für eine lange Zeit gestoppt und wurde zum Tabu. Diese schreckliche Tradition ist ein Desaster. Wie auch immer. In order to overcome the illness. Um diese Krankheit zu bekämpfen, müssen wir dieses Tabu brechen. Die Mondfinsternis kommt nur einmal alle 10 Jahre. Diese Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wir haben keine Zeit. Alles klar. Hier ist wieder so ein Kopf. Ah. Okay, das sind Nummern. Was habe ich jetzt gesagt? Moment. Achso, ich sehe es ja direkt hier. Mann, bin ich doof. Okay, 2, 6 und 7. 2, 6, 7. Nichts passiert. 2, 7, 6. Okay. Ich höre ein Geräusch von hinter dem Bücherregal. Irgendetwas bewegt sich. Wenn nicht, dann hätte ich jetzt irgendwie 6 nach vorne gestellt oder 7. Da gibt es ja zum Glück nicht allzu viele Möglichkeiten. Es ist einfach 3 mal 3 oder 3 hoch 3. Gibt beides irgendwie 9, oder? Ich habe ein Geräusch gehört. Irgendwas in der Nähe. Draußen fahren wieder irgendwelche Autos herum. Super. Aber nein, ist auch schon für morgens. Ich werde das natürlich in den jeweiligen Cutscenes dann rausfiltern. Ich dachte schon. Will ich hier wirklich rein? Ich glaube nicht. Muss ich hier rein? Ich denke schon. Okay, hier ist irgendwo was. Wo? Ah, direkt hier. Perfekt. Weg. Ja, der duckt sich. Easy, du warst kein Gegner. Das ist bestimmt so ein 0815 Geist. Ich will das haben. Ja. Ich kann Josiros Taschenlampe aufmotzen, aber warum sollte ich? Das Teil da oben gefällt mir gar nicht. Das sind seltsame Utensilien. Wofür genau sollen die Nägel genutzt werden? Ja, die Dinger da oben, das sind Folterinstrumente, Josio. Zumindest im Normalfall. Irgendetwas unterm Bett. Ein roter... Irgendwas. Roter Abdruck ist auf dem Bett hinterlassen. Irgendwas ist verwundert. Ja, wenn ich mir die ganzen Folterinstrumente jetzt ansehe. Eine Akte. Nasogata-Syndrom. Untersuchung. Die meistverwendetste, die vielversprechendste Methode ist die Operation. Es wird direkt das Hinzufügen oder Entfernen von
irgendetwas wird hinzugefügt oder entfernt, um das Gehirn zu stimulieren. Erstens wegen der experimentellen Natur. Hat es überhand genommen. Also hat es viele Probleme gegeben. Und nachdem wir Resultate erzielt haben, wird es immer mehr zu einer effektiven Methode. Wie auch immer, vor ein paar Tagen, gerade als wir dachten, dass die Operation erfolgreich war, hatten wir einen unvorhergesehenen Todesfall. Als er seine Erinnerung verloren hat und zu einer leeren Hülle wurde, starb der Patient. Aber dann formte sich sein Gesicht in eine bizarre Fratze. Ich will es nicht wahrhaben, aber könnte es sein, dass das ein Zeichen des Erblühens ist? Also Blooming, Blüte, Erblühen. Ich glaube, das heißt Erblühen. Die genaue Ursache des Fehlschlages ist unbekannt. Untersuchungen deswegen werden weiter fortgesetzt. Aber Erblühen ist avoided, keine Ahnung, tut mir leid. Dieses Desaster. Es bleibt frisch in der Insel Folklore. Der Tag ohne Suffering. Was heißt das jetzt nochmal? Der Tag ohne Suffering kann nicht entstehen. Irgendwie sowas, tut mir leid. Okay. Mein Englisch ist nicht das Allergeilste, das wisst ihr. Ihr könnt es ja selber übersetzen. Ja. Internet, bitte spinn jetzt nicht rum, nicht jetzt. Das wäre jetzt echt so ein Dümm. Das wäre auch wieder so ein Horror-Effekt. Bitte auch nicht während der Cutscene, weil das wäre ekelhaft. Das kann ich nämlich nicht rausschneiden. Zum Glück haben wir ja gerade keine Cutscene. Will der Weg mir gefallen?